Ich freue mich, dass ich hier virtuell dabei sein kann und es tut mir wirklich sehr leid, dass ich nicht vor Ort sein kann. Ich wäre sehr gerne dort gewesen. Ähm, gut, ich fange mal an. Jahr 2050, wenn ich das wüsste, wäre das natürlich großartig. Ähm, also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir wissen bestimmte Sachen, da gehe ich drauf ein. Und interessanterweise, viele Dinge, die ich sozusagen vorschlage, gelten unabhängig davon. Also erstmal, wir leben in einem Zeitalter der Krisen. Ich glaube, wir sollten uns daran gewöhnen, dass Krisen nicht seltener werden, sondern häufiger werden. Wir hatten eine Covid-19-Krise. Wir reden viel von einer Klimakrise. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Biodiversitätskrise, die ja unmittelbar, noch viel unmittelbarer unsere Ernährungssituation und vieles andere beeinflusst, das noch bei weitem übersteigen wird. Ich zeige Ihnen mal, was sozusagen an Risiken auf uns zukommen kann. Hier nicht meine eigene Einschätzung, sondern eine Risikoschätzung des Weltwirtschaftsforums. Das sind ungefähr 800 ExpertInnen, die werden jedes Jahr gefragt, wie sie eine Vielzahl von möglichen Ereignissen bewerten in Form eines Risikos. Und dieses Risiko wird dann sozusagen in die Grunddimensionen von Risiko eben getrennt abgefragt, nämlich die Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen. Ja, also Risiko ist die Kombination von Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen. Wenn etwas mäßige Auswirkungen hat, aber sehr wahrscheinlich ist, dann kann das ein gleiches Risiko sein wie etwas, das sehr hohe Auswirkungen hat, aber eher selten ist. So, und das sehen wir hier. Es werden also viele Sachen abgefragt und da gehen wir gar nicht drauf ein. Das wird viel zu lange dauern. Es geht bloß darum, es geht nicht nur um eine Dimension. Es geht sowohl um mentale Risiken, eine Antiwissenschaftshandlung, Zusammenbruch, Sicherheitssysteme, digitale Ungleichheit, Cyberattacken, Krise natürlicher Ressourcen und so weiter. Hier als Beispiel ganz links oben ein globaler Krieg mit Massenvernichtungswaffen. Wir nennen das Atomkrieg, ganz klar. Gigantische Auswirkungen, Wahrscheinlichkeit relativ gering. Gut, das war von 2021. Mit dem Ukraine-Krieg ist das sicherlich etwas, die Einschätzung nach rechts gewandert, aber ich würde sagen, sie liegt immer noch deutlich auf der linken Hälfte. Hier habe ich jetzt alles eingezeichnet, was etwas mit Klimawandel, mit Klimakrise, Biodiversitätskrise zu tun hat, Extremwetterereignisse, Umweltkatastrophen, Biodiversitätsverlust, allgemein das Versagen bei der Bewältigung des Klimawandels. Und diese Sachen liegen eben tatsächlich sozusagen in diesem Rechteck, in diesem Hochrisikorechteck großer Auswirkungen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und ja, Biodiversitätsverlust und Versagen sind da ganz herausgehoben. Dazu kommt noch infektiöse Krankheiten, sicherlich auch beeinflusst durch die Erfahrungen der Covid-Krise. Wir sind uns sicher, das war nicht die letzte globale Pandemie, die dort stattgefunden hat. Und wir sind noch relativ gut davongekommen in der Covid-Krise. Ich finde es beeindruckend, wenn wir das hier mal anschauen. Ein globaler Atomkrieg verglichen mit dem Versagen bei der Bewältigung des Klimawandels. Also Klimakrise ist nicht nur viel wahrscheinlicher, dass es dort zu sehr großen Risiken kommt, sondern die Auswirkungen werden sogar höher eingeschätzt. Also die Auswirkungen der globalen Umbrüche, die durch Klimawandel, durch Biodiversitätskrise möglicherweise geschehen. Das ist keine Vorhersage, das sind Risikoeinschätzungen, sind potenziell größer als die eines globalen Atomkriegs oder zumindest schätzen einige 800 ExpertInnen das so ein. Ja, und wenn wir jetzt schauen, wie wir da mit diesen Risiken umgehen, dann gibt es hier diese schöne Grafik, genannt Climate in Action Stripes. Wir sehen von unten nach oben den Gehalt des CO2s in der Atmosphäre. Das ist ganz klar, unten ist nicht die Nulllinie. Das ist ja hier zwischen 250 und 420 ungefähr skaliert. Aber wir sehen, das steigt stark an und das ist der relevante Bereich, der die Ereignisse, die wir sehen, die wir gerade auch in diesem Jahr wieder sehen, von Fluten, von Extremwetterereignissen, von extremen Dürren bewirkt. Und man kann jetzt hier so das menschliche Handeln auftragen und da sieht man, warum das Ganze Climate in Action Stripes genannt wird, weil wir zwar viel reden, viel wollen, aber sehr wenig erreichen.
Und die Frage, wie es jetzt im Jahr 2050 dann aussehen wird, bei welchen Temperaturen wir dort sind, das ist eine offene Frage. Es gibt weiterhin sehr viel Gespräche, sehr viel Willen, aber weiterhin sehr wenig Handlung, die tatsächlich wirksam ist. Und ich glaube, als Gedächtnisinstitution sollten wir das in unsere Planung aufnehmen. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir in allen Fällen in der Lage sind, unsere Verpflichtungen einzuhalten, auch dann, wenn es nicht so gut läuft. Es kann sein, ich rede dabei nicht von einem Untergang der Menschheit. Nicht? Ich rede dabei von einer Vielfalt von Konflikten, von Kriegen, von Änderungen durchaus auch der demokratischen oder von einer Gefährdung der demokratischen Verfassung. Das hat ja zum Beispiel Jonas Scheible sehr gut dargelegt in seinem Buch neulich, dass es nicht darum geht, Eisbären zu retten, sondern es geht darum, unter anderem eine freiheitlich-demokratische Verfassung zu retten. Diese ist gefährdet, wenn wir entsprechende Mangelsituationen, wenn wir Konflikte um Ressourcen haben, wenn wir Konflikte um noch bewohnbare Gebiete haben. Aber ich will das nicht sagen, dass das hier jetzt eintreten wird. Ich halte es tatsächlich für unangenehm. Das Risiko, dass das passiert, halte ich für unverantwortlich hoch. Aber das ist keine Vorhersage, so wird es kommen, sondern es kommt auf das an, was politisch geschieht, um das abzuwenden, dass es so weit kommt. Aber das ist nicht Thema dieser Tagung. Ich glaube, Thema dieser Tagung ist nur, es könnte passieren. Andererseits kann es auch passieren, dass wir es schaffen, einen sicheren und gerechten Raum für die Menschheit zu schaffen und eine inklusive und nachhaltige ökonomische Entwicklung, dass wir in diesem grünen Raum, der hier eingezeichnet wird, auf der Welt einen friedlichen Lebensraum finden, bei dem außen die planetaren Grenzen, Klimawandel, Süßwassernutzung, biogeochemische Kreisläufe, das ist vor allen Dingen Stickstoff und Phosphat, nicht? Die jenseits aller Belastungsgrenzen derzeit weltweit sind, dass wir die Veränderung der Biosphäre und Landnutzungswandel, all diese Dinge innerhalb der planetaren Grenzen halten können. Zurzeit sind viele davon überschritten. Und andererseits auch das soziale Fundament an Gesundheit, Nahrung, Wasser, Einkommen, Ausbildung, Resilienz, Stimmrecht, Arbeit und so weiter beachten und erfüllen können. Weil wenn wir das innen nicht schaffen, wenn wir das soziale Fundament nicht ausreichend ausfüllen, dann kommt es eben zu den Konflikten und letztendlich Kriegen. Und auch in diesem positiven Szenario aber die demografische Ungleichverteilung von qualifizierten Arbeitskräften auf der Welt, die wird uns erhalten bleiben. Die bleibt auch im besten Fall erhalten, weil die ist schon längst für die nächsten 30 Jahre völlig etabliert. Das ist in den Geburtenzahlen der letzten 20 bis 30 Jahre etabliert, sodass wir nicht damit rechnen sollten, dass wir eine überbordende Wirtschaft, dass wir eine überbordende Finanzierung künftig haben, sondern es wird knapper werden, es wird komplizierter werden und auch wir selbst werden Schwierigkeiten haben, Arbeitskräfte zu finden. Deshalb digitale Nachhaltigkeitsimpulse für beide Szenarien. Ich glaube, das, was ich jetzt schildere, sozusagen gilt für beide Randbedingungen, für ein sehr positives Szenarium und für ein eher negatives Szenarium. Ganz wichtig, denke ich, wir haben im Jahr 2050 keine Firmen-Logins mehr. Das werden wir gelernt haben bis dahin. Wir werden nicht mehr in der Lage sein, von Softwarefirmen erpressbar zu sein oder unsere Bestände zu verlieren, wenn eine bestimmte Softwarefirma einen Bereich aufgibt oder sie ihn sogar oder einfach auch nur in die Insolvenz geht. Stattdessen, es gibt eine europaweite Allianzen von Gedächtnisinstitutionen, die tragen gemeinsam Verantwortung für Open-Source-Software und kein Verfahren ist an irgendeiner Gedächtnisinstitution etabliert, das nicht mindestens europaweit 1000 Nutzerinnen hat. Nur so kann ich Nachhaltigkeit erreichen. Ich kann das nicht alleine erreichen, ich kann das nicht innerhalb der Institutionen erreichen, sondern ich kann das nur gemeinschaftlich durch Organisationen und Allianzen erreichen. Hier nochmal so ein schönes Bild, ne? Und hier ist dann unser Datenmigrationsteam verrückt geworden. Ich glaube, jeder von Ihnen, der in der IT beschäftigt ist, kann das gut nachvollziehen, was für Probleme man mit Legacy-Organisationsformen, die unter Umständen dann eben noch für firmenspezifische Logins tragen, hat, um das nach vorne zu migrieren, um das zum Beispiel zu integrieren.
Das ist ein fundamentales Problem der Informatik. Das ist nicht, dass die Informatiker irgendwie die Archive und Museen ärgern wollen, sondern es ist kompliziert und Komplexität lässt sich letztlich nur durch ausreichende Ressourcen abbilden und nicht dadurch, dass eine Person alles im Kopf hat und wenn die dann pensioniert wird oder verrentet wird, bricht alles zusammen. Ja, Papier. Papier finde ich ein total spannendes Beispiel, weil mit Papier haben wir so gute Erfahrungen, nicht? Ähm, also, wie wichtig ist Papier, wie wichtig ist Digitales? Das ist eigentlich die Frage, die ich stelle. Und grundsätzlich haben wir so das Gefühl, Papier ist ziemlich gut. Wir wissen in Einzelfällen, dass es im Papier auch Säurefraß gibt, aber ich möchte auf was ganz anderes hinaus, nämlich dieses. Papier ist eigentlich kein besonders geeigneter, langfrist nachhaltiger Datenträger. Nicht? Wie wir hier in der Anna-Amalia-Bibliothek Weimar sehen, Papier brennt unglaublich gut. Woher kommen unsere guten Erfahrungen mit Papier? Papier ist nur begrenzt haltbar und IT-Systeme übrigens noch viel weniger. Völlig klar, also verglichen mit einem einzelnen IT-System kann ich nur zustimmen, dass man sagt, lass uns beim Papier bleiben. Aber die eigentliche Nachhaltigkeit von Papier ist, glaube ich, nicht das Papier, sondern das ist das hier, nämlich das sind die Kopien. Das, was uns erhalten bleibt, sind nicht die handschriftlichen Einzelmanuskripte. Es sind nicht die Dinge, die es nur einmal gibt, sondern ganz häufig unsere Erfahrungen mit Papier sind häufig auf die hohe Kopienzahl von Papier zurückzuführen, dass wir wissen, dass Dinge, die in mehrfacher Kopie sind, auch nach Jahrhunderten noch erhalten bleiben. Das betrifft natürlich nicht die Archive. In den Archiven sind häufig die Einzelstücke erhalten und da zählt dann das einzelne Papier. Aber ich möchte so ein bisschen trennen. Das Papier hat schon seine Qualitäten, aber sozusagen in unserem Bewusstsein, glaube ich, das, warum wir so sicher sind, dass Papier so wunderbar ist, das liegt zum Teil daran, dass es kopiert wird. Und daraus möchte ich was ableiten, nämlich Papier ist nur begrenzt haltbar und Einzeldaten sind noch viel weniger haltbar, aber im Jahr 2050 sind Daten stets dupliziert. Das heißt, wir arbeiten mit vielfachen Kopien und diese Kopien sind auch über Organisationen verteilt. Das heißt, auch die Organisationen müssen Teil der Resilienz sein und Organisationen stützen sich über Ländergrenzen hinweg und werden so resilient. Und ich glaube mal frech behauptet, 20% der Archiv- und Museumsdaten, die nur in einer Organisation existierten, sind im Jahr 2050 bereits wieder verloren. Schlichtweg, weil es an irgendeiner Stelle in der gesamten Kette gehakt hat, weil irgendwie das Backup angelegt wurde, das Hauptsystem, das Hauptfestplattenarchiv ist defekt geworden und man hat jahrelang geglaubt, dass die Backups funktionieren, aber in dem Moment, wo man sie dann tatsächlich zurückspielen will, stellt man fest, da ist seit den letzten 10 Jahren immer nur die Hälfte kopiert worden und niemand hat es gemerkt. Das sind ganz konkrete, fragen Sie mich nicht, aber das sind ganz konkrete Erfahrungen, die ich zum Beispiel und an bestimmte Institutionen gemacht haben. Deshalb, Daten sind dann sicher, wenn verschiedene Organisationen mit verschiedenen Systemen, mit verschiedenen Backup-Systemen sich gegenseitig stützen und sie haben eine hohe Verfallswahrscheinlichkeit, wenn sie nur in einem System, in einem Archiv vorhanden sind, auch dann, wenn es vermeintlich Backup-Kopien gibt. Nur geteiltes Wissen überlebt. Drittens, Silos funktionieren nicht gut. Wir wollen ja, dass die Daten nicht nur erhalten bleiben, sondern auch genutzt werden. Und ich erlebe es immer wieder in meiner Rolle als Teilinformatiker, also ich habe promoviert in Biologie und Informatik, dass Menschen sozusagen Daten, auch diesen Begriff Datenbanken mit einer Art Kornspeicher gleichsetzen und glauben, da muss man das lagern und gut aufbewahren. Aber wenn ich es nutzen will, dann muss ich nicht nur rankommen, sondern ich muss verstehen, was Daten, was Information und was Wissen eigentlich ist. Also diese Bits, die irgendwo durch ihre Computerleitung gehen, das sind tatsächlich Daten. Wenn ich das abhöre, kann ich damit ziemlich wenig anfangen, außer dass es mal eine 0 und mal eine 1 ist. Erst dann, wenn ich rauskriegen kann, was ist die Semantik, was ist die Bedeutung hinter bestimmten Bitgruppen, erst dann habe ich Informationen.
Also die meisten, wir haben eigentlich nie Datenbanken, das ist eine Fehlbenennung, wir haben immer Informationsbanken mindestens. Eine Festplatte kann Daten enthalten und wenn jemand anders sie bekommt und nicht die semantischen Schlüssel dazu erhält, dann sind es eben nur Daten und es ist völlig nutzlos. Aber auch Informationen, also sozusagen rein atomare Informationen, haben begrenzten Wert, weil Wissen bedeutet letztendlich nicht irgendwie einen Haufen, ein Silo voll Daten zu haben, sondern dass diese Daten in Bezügen stehen, dass die miteinander vernetzt werden, dass die Beziehungen dargestellt werden und das durch Wissen ist definiert als etwas, dass ich aufgrund von Informationen handlungsfähig werde. Wenn ich ein reines Telefonbuch habe und ich weiß, das ist ein Name und so weiter, dann bin ich noch nicht handlungsfähig. Ich muss diese Informationen mit anderen Informationen vernetzen, verlinken, um dann tatsächlich zu Schlussfolgerungen kommen zu können. Das heißt, es gibt so eine Art Hierarchie von Daten und darauf aufbauen dann Informationen und dann letztendlich Wissensbanken. Und um Wissen zu haben, brauche ich vor allen Dingen die Beziehungen. Also wenn Sie sich überlegen, was wissen Sie, dann ist das nicht eine Aufzählung von Worten, dann ist es nicht eine Aufzählung von Sätzen, dann ist es nicht eine Aufzählung von Personennamen, sondern wenn Sie etwas wissen, dann sind das die Beziehungen zwischen Orten, zwischen Zeit, zwischen Personen, zwischen Gedanken, zwischen Handlungen, zwischen Ereignissen, diese Beziehungen. Also in so einem Diagramm die Linien zwischen den Objekten. Die werden häufig unterschätzt, aber in den Linien liegt der eigentliche Wert. Und wir müssen im Jahr 2050 in der Lage sein, für all das, was wir in unseren Gedächtnisinstitutionen anbieten können, der gesamten Welt, aller Nutzerschaft zu ermöglichen, diese Linien zu ziehen und diese Linien auch zuverlässig zu speichern, quasi digital zitationsfähig. Das gibt es alles, aber das ist ein wesentlicher Aspekt, wenn wir die Systeme planen, wenn wir sie nützlich machen, wenn wir mit unseren NutzerInnen interagieren. Deshalb, Silos funktionieren nicht, Informationen entstehen durch Verknüpfung und Links ins Verbotene funktionieren nicht. Da haben wir natürlich ein Problem, weil wir müssen ja gleichzeitig auch Schutzfunktionen einhalten, zum Beispiel Personendatenschutz. Aber es ist durchaus möglich, einen Link zu einem Objekt zu haben und dieses Objekt nicht komplett offen zu legen. Also ein System, das komplett zugemacht ist und durch das ich erst nach Login rein kann, da kann ich nichts hin verlinken. Aber ein System, wo wenigstens die basalen publizierbaren Platzhalter jederzeit und dauerhaft geplant für wirklich 100 Jahre dauerhaft vorhanden sind, dahin kann ich verlinken, auch dann, wenn nicht jeder unmittelbar alles lesen kann. Und die Kuration, das ist etwas, was sich im eigenen Biodiversitätsbereich sehr schmerzhaft festgestellt hat, die muss kollaborativ erfolgen, nicht dirigistisch. Also nicht Kuration von Fehleinträgen, in dem nur bestimmte wenige Menschen das können, sondern die Fehleinträge, die Fehlerverbesserung kann nur dadurch geschehen, dass die Forschenden selbst, die diese Daten nutzen, beitragen können zur Kuration. Und analog zur wissenschaftlichen Publikation, ich glaube, dass das Internet, das Web selbst, das verteilte Wissensorganisationssystem der Zukunft ist. Nur verlinkbare Informationen sind nützlich und ich glaube im Jahr 2050, wenn wir mal so zurückblicken, was wir seit 1990 bis jetzt 2020 oder 2023 geschafft haben, dann können wir Entschuldigung, ganz zuversichtlich sein, dass wir in weiteren 30 Jahren diesen Zustand tatsächlich erreicht haben. Schließlich Digitalisierung und Objektdigitalisierung, Verwandeln von Papier zu Digitalisaten tritt eigentlich in der Bedeutung zurück, weil Forschungsobjekte, Archivobjekte der Gegenwart sind digital im Jahr 2050. Sie sind es ja jetzt schon weitgehend. Und sie müssen als solche digitale Objekte erfasst werden und sind Teil unserer Aufgabe als Gedächtnisorganisation. Die Quellen vor allen Dingen, und das ist ein Riesenproblem, sind nicht nur Dokumente, sondern zunehmend selbst ineinander und nach außen verlinkte Informationsstrukturen. Das, glaube ich, wird bis zum Jahr 2050 ein erheblicher Forschungsbereich sein, wie man damit in den Gedächtnisstrukturen Gedächtnisinstitutionen eigentlich umgeht. Und die Prozesse sind digital. Wir haben also keine digitale Abbildung analoger, papiergebundener Prozesse mehr,
sondern die Prozesse selbst sind nativ digital und selbstverständlich inklusive der Nutzung von künstliche Intelligenzanalysen und Interfaces. Vielen Dank.